Servus zurück oder Servus, falls du neu hier bist. Heute geht es mit dem Thema Pacific weiter. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen das Pacific-Buch hier mal so grob angeschaut und heute starten wir mal mit den Japanern, was wir hier eben als erstes im Buch finden. Ganz mal als erstes, das haben wir uns eben im letzten Video auch schon mal ein bisschen angeschaut, was haben wir hier bei den Japanern zur Verfügung. Wir sehen hier bei den Army Formations gibt es eine Reihe, zwar nicht so viel Auswahl, aber grundsätzlich aufgeteilt in eben 4 Formations für die Army und 2 Naval Formations. Ich würde hier tatsächlich ein bisschen mehr selbst in Richtung Naval tendieren, aber wir werden da schon noch ein paar Sachen sehen im Verlauf hier des Videos. Ansonsten, wie wir schon sehen, wir haben hier mehrere Tank Companies zur Auswahl und auch 2 Infanterie Companies. Dazu ein bisschen eben typischen Support, wie man das halt auch kennt, und auch hier wie in dem Fall bei den Japanern jetzt gar nicht mal so viel. Was ich hier nur schade finde, weil das ja auch eigentlich die einzig rote Armee ist, die wir hier quasi spielen aus diesem Buch, dass hier die Modelle eben nicht mehr verfügbar sind. Wenn wir uns das Ganze anschauen, nochmal kurz im Überblick, wir haben dann sonst noch die Marines und die Army dabei, Briten, Inder, Australier, und das war es dann auch schon. Und da ist leider die Verfügbarkeit etwas blöd, denn ich wollte mir die Modelle auch besorgen, beziehungsweise diese Armee-Starterbox, die sofort ausverkauft war und eigentlich auch nicht mehr zu bekommen ist. Sollte hier noch irgendjemand irgendwas wissen, ich würde sie gern nehmen, aber mal schauen, ob ich mir die Armee sonst mal im späteren Verlauf aufbaue. Ansonsten, was gibt es hier zu den Sonderregeln, den Special Rules zu sagen bei den Japanern? Ich persönlich finde diese ganz interessant, weil es doch einen etwas anderen Spielstil uns bietet. Wir haben eben einerseits Banzai, dadurch hat die Unit eine größere Bewegung im Charge, der ist ja normalerweise nur 4 Zoll. Die Japaner mit Banzai können bis zu 6 Zoll weit sich bewegen, wenn sie chargen. Das ist natürlich schon mal ganz interessant, weil uns das natürlich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit gibt und der Gegner auch ein bisschen weiter aufpassen muss, hier uns nicht zu nahe zu kommen. Sonst würden wir eben mit den 6 Zoll noch schneller angreifen können, als eben andere Armeen das generell zustande bringen. Das wiederum kommt aber auch mit einem kleinen Nachteil daher, und zwar, wenn wir uns mit den Japanern im Angriff befinden, haben wir hier beim Abwehrfeuer nur mehr einen Save von 4+ und eben nicht mehr den üblichen Infanterie-Save von 3+. Ist natürlich ein bisschen ein Nachteil. Ich denke aber, wird durch die 6 Zoll statt 4 Zoll Bewegung doch eigentlich ganz gut ausgeglichen. Dann, was haben uns die Japaner noch zu bieten? Mit Jungle Craft können wir uns, wenn wir uns durch Gelände bewegen, auch weiter bewegen. Eben anstelle der normalen Terrain Dash Bewegung von 8 Zoll haben diese Einheiten, diese Infanterieteams dann eine Bewegung von bis zu 12 Zoll. Auch hier sieht man mit der japanischen Armee, wir sind hier ein ganzes Stück schneller als der Rest. Was eben sehr viel Bewegung ermöglicht im Spiel, was man eben sonst von anderen Fraktionen wieder her nicht kennt. Dann generell kann man auch sagen, die Armee hat ein besseres Last Stand Rating, also hält auch länger durch, läuft nicht so schnell weg. Ansonsten gibt es noch ein paar Sonderelemente, wie eben zu Night Attack oder eben auch zu Flamethrower. Ist aber alles bekannt. Was vielleicht eben noch interessant ist bei den Tanks mit Amphibious, ist es eben auch so, dass man sich auch durch Wasser bewegen kann. Ist vielleicht ganz interessant, falls das jemand einsetzen möchte. Und was eben auch wieder hier bei den Japanern anders ist, ist eben Duty to the End. Was eben bedeutet, die Einheiten können auch, also Panzereinheiten, Panzerteams, können eben auch ihre MGs abfeuern im Defensive Fire, wenn sie bailed out sind, was ja normalerweise nicht möglich ist.
und können in diesem Zustand, in diesem Status eben auch im Nahkampf kämpfen, auch wenn sie sich im Fall vom Counter-Attack dann, wenn sie erfolgreich einen Counter-Attack durchführen, nicht bewegen können, aber sollten sie eben in Base-Kontakt mit der gegnerischen Unit, einem Base sein, können sie eben hier nach wie vor auch attackieren, was auch sehr schön eben den Nahkampfgedanken ein bisschen der Armee zeigt. Und ansonsten etwas, was vielleicht auch besonders ist hier bei Artillerie, das Firebursts, weil ja bei den Japanern die Situation ist, dass hier die Artillerie nur mit jeweils 2 Modellen am Start ist und die wären natürlich sehr ineffektiv, sind auch sonst mit 2 natürlich nicht unbedingt die besten, aber hier haben sie nochmal eine Regel, dass sie eben erfolgreiche Treffer nur dann wiederholen müssen, wenn eben nur mehr ein Modell auf dem Spielfeld steht. Eine schnelle Unterbrechung von ein paar Sekunden für ein wichtiges Thema. Und zwar arbeite ich gerade an einer Game-Tracking-App für Android, wenn das Ganze sein sollte, auch geplant später für eben iOS. Und dazu arbeite ich auch noch an einem anderen Projekt für die Community, einer App, die etwas größer wird. Und generell, ich suche dafür einfach Leute, die sich dafür interessieren, auch das Ganze zu testen. Also falls dich das interessiert und du aktuell Android hast, bitte geh unten in die Videobeschreibung und schick mir eine E-Mail, dass du dich als Tester anmelden möchtest. Dann bekommst du von mir den Link, damit du eben die aktuelle Testversion aus dem App Store runterladen kannst und mich gerne unterstützt dabei und mir Feedback gibst zur App, zu Verbesserungen und eben auch zum aktuellen Stand der App. Das wird mir sehr viel helfen und weiter mit dem Video. Dann schauen wir mal ein bisschen bei den Formationen durch. Auch hier sehen wir schon, die sind nicht sonderlich teuer, wenn wir hier uns die Jihad Tank Company anschauen. Das HQ hat eigentlich kaum Panzerung mit 321. Ist natürlich jetzt nicht sonderlich gut. Auch kostet nur 3 Punkte für 2 Panzer. Also alles natürlich recht günstig. Aber man sieht es halt auch hier mit deren Waffen, die sie eben dabei haben mit Anti-Tank 5 bzw. 8. Also da ist halt auch nicht wirklich viel möglich. Ansonsten, was wir hier auch sehen, die Japaner werden hier auf die 3 Plus bereits getroffen. Motivation ist sehr gut mit 3 Plus und eben sind Trained, also Skill-Test 50-50 Chance, dass man hier irgendwie etwas durchbringt. Ansonsten, wie man auch schon sieht, die Tank Formation ist recht übersichtlich. Man hat hier eigentlich nur die Auswahl zwischen mehreren Platoons GH und ansonsten kann man hier eben noch ein Recce Platoon mitnehmen und hat hier eben die Auswahl zwischen 2 verschiedenen Optionen. Ansonsten eben die Tank Formation selbst schauen im Endeffekt gleich aus, können hier von 3 bis 5 Modelle groß sein, also jetzt auch nicht übermäßig stark oder übermäßig groß, könnte man sagen. Ansonsten die Profilwerte sind natürlich die gleichen, weil gleicher Panzer. Dann beim Giro schaut es gleich aus, ist eigentlich auch wieder komplett gleich aufgebaut. Die Formation, wir haben eben die Giro Tank Company HQ, das man mitnehmen muss, wieder mit 2 Panzern. Sieht man auch hier noch schlechter gepanzert und auch nicht wirklich Anti-Tank dabei. Ansonsten alles gleich, was die sonstigen Werte für Motivation und Trained betrifft. Und auch sonst der Aufbau recht ähnlich. Ich weiß nicht ganz, wie man diese ganzen Panzer aktuell einsetzen könnte, aber wenn das jemand auch weiß oder da eine Armee aufbaut, schreibt uns das auch gerne in die Kommentare. Ansonsten gibt es hier auch noch eine Light Tank Company, auch wieder gleich aufgebaut. Man hat eben das HQ mit dem Hago, in dem Fall mit 2 Panzern, auch eigentlich nur eine Blechbüchse, überhaupt nichts dabei, was irgendwie Panzerung betrifft. Anti-Tank, der Hauptwaffe von 6 und das auch noch overworked, also trifft man auch noch um 1 schlechter. Was aber ganz schön ist, sind eben die Machine Guns, 4 Schuss, Holded und Moving
Und das Ganze eben dann mit Duty of the End, was ich vorher eben genannt hatte. Der Vorteil, dass man eben auch, wenn man Pelt Out ist, noch immer damit schießen kann im Defensive Fire. Also das ist schon irgendwie auch ganz spannend. Ansonsten auch der gleiche Aufbau. Man hat eben die beiden HQ-Panzer, dann eben bis zu 3 Platoons, die man spielen kann, mit wieder einer Größe von 3 bis 5 Panzern jeweils. 2 Platoons muss man mitnehmen, ein drittes ist möglich und dann eben nochmal die Recce-Platoon, dass man jeweils eines von 2 Auswahlen mitnehmen kann, also auch wieder gleich aufgebaut wie alle anderen Tank-Formations, die man gesehen haben. Dann geht es hier weiter mit der Infanteriekompanie. Hier sehen wir schon, hier haben wir so innerhalb der Formation überhaupt keine Auswahl, was Panzer betrifft. Wir haben das Infanterie Company HQ, dann 2 Infanterie-Platoons, die man mitnehmen muss. Ein drittes können wir mitnehmen. Dann ein Machine Gun Platoon ist optional und ansonsten diverses in Richtung Anti-Tank und Artillerie haben wir hier eben auch noch Auswahlen dabei. Auch hier wieder Infanterie, 2 Stands, 2 Punkte, relativ günstig, sieht man aber auch dann in den Profilwerten wieder, werden auf die 3 Plus getroffen. Der normale Infanterie-Save klarerweise von 3 Plus, aber eben im Defensive Fire nur ein Save von 4 Plus. Ansonsten Motivation 4 Plus, Counter-Attack bereits auf die 3 Plus und auch Last Stand. Also hier sieht man auch hier wieder, wenn es um das Thema Nahkampf geht, sind wir hier mit den Japanern etwas besser aufgestellt. Also schon in den meisten Fällen, wo wir hier erfolgreich sind in dieser Hinsicht. Und auch Train Skill 4 Plus, aber beim Assault eben ein 3 Plus, wenn wir eben attackieren im Nahkampf. Dann, wie wir hier schon gesehen haben, was auch in den Regeln ja drinnen war, wir haben hier ein Terrain Dash von 12 Zoll, sind also durch Gelände auch dementsprechend schnell unterwegs. Dann hier das Infanterieplatoon selbst, auch hier etwas größer aufgebaut, sieht man auch, man hat hier entweder die kleine Auswahl mit 7 Rifle Teams und 2 Mortar Teams oder eben mit 10 und 3 für dann in dem Fall 7 oder 10 Punkte. Ansonsten die Profilwerte natürlich klarerweise bleiben gleich. Und hier können wir noch ein paar Sachen hinzufügen, sodass alles in allem die Infanterieplatoons bei den Japanern doch ein bisschen größer ausfallen können. Und was wir hier dann eben auch sehen, so Dinge wie die Machine Guns, beziehungsweise in erster Linie hier die Rapid Fire Guns oder auch das 70 mm Infantry Gun Platoon, die kommen halt jeweils immer hier alle nur mit 2 Modellen daher. Also das ist halt jetzt nicht sonderlich großartig, aber natürlich durch dieses Fireburst muss man natürlich erst erfolgreiche Treffer wiederholen, wenn nur mehr eines der Modelle am Spielfeld steht. Inwieweit das natürlich jetzt hier ausgleichend ist, ist natürlich dann auch wiederum die Frage. Und dann zum Schluss haben wir eben hier noch die Naval Formations, die man spielen kann, und auf die würde auch ich mich hier etwas mehr konzentrieren wollen, würde ich die Japaner anfangen. Vor allem in Bezug auf die Infanterie. Aber auch hier sieht man sogar, diese Kami Tank Company ist sogar noch kleiner. Wir haben hier wieder die 2 HQ-Tanks, die wir spielen müssen. Dann eben 2 Platoons, die wir mitnehmen müssen, zwingend, und ein drittes optional, und ansonsten überhaupt keine weiteren Platoons oder ähnlichem in irgendeiner Weise, die wir hier noch innerhalb der Formation dabei haben könnten. Interessanter wird es natürlich hier jetzt auch bei der Naval Infantry Company, die ist im ersten Moment recht gleich aufgebaut, auch keine Panzer oder ähnliches dabei, wie es wir eben vom vorigen Platoon schon gesehen haben, von der Infanterie. Was aber hier eben interessant ist, sind ein bisschen die Profilwerte. Wir haben auch hier an und für sich die gleiche Aufteilung von den Größen her, die sind ungefähr gleich groß, sind aber ein bisschen elitärer. Wir haben hier nach wie vor noch immer Aggressive 3 Plus, werden also auf die 3 Plus getroffen, den 3 Plus Standard Infanterie Save, 4 Plus Save bei Defensive Fire, aber eben hier Motivation bereits Fearless 3 Plus
und Counter-Attack und Last Stand sogar schon auf die 2+, das Ganze für 9 bzw. 12 Punkte. Und auch hier sieht man Trained auf die 4+ und Assault 3+, was eben gleich ist wie beim anderen Infanterie-Platoon und beziehungsweise was dann eben das Thema Counter-Attack und Last Stand betrifft, sind wir hier mit denen ein bisschen besser aufgestellt und da eben schon sehr viele Regeln bei den Japanern eben auf Nahkampf ausgerichtet sind. Mit den Bewegungsmöglichkeiten, die wir haben, macht es durchaus Sinn, hier eben auf die Naval Infantry Company zu gehen, meiner Meinung nach. Und ich würde es auch so machen, wenn ich eben Japaner aufbauen würde, eine Formation davon und dann wahrscheinlich noch eine Panzer-Formation oder erstmal auch 2 Formations davon und dann mal schauen, wie es weitergeht, weil das doch alles in allem recht günstig ist. Man sagt, man muss hier 2 Platoons mitnehmen, mindestens. Wenn wir hier für die Großen gehen, kommen wir hier auf 12 Punkte, vielleicht 14 Punkte. Wenn wir diese Sachen hier hinzufügen, dann sind wir bei 28 Punkten und eben noch 30 Punkten für das HQ dazu. Das Ganze dann vielleicht 2-mal, dann ist man bei 60 Punkte. Und das Ganze hier dann etwas weiter ausgereizt mit den Möglichkeiten, die uns hier noch zur Verfügung stehen, kommt man schon auf eine ganz gute Infanteriebasis und kann dann eben noch überlegen, vielleicht eine dritte Formation hinzuzunehmen, eine Panzerformation möglicherweise oder auch 3 Formations hiervon zu spielen und eben im Support vielleicht irgendein Panzerplatoon mitzunehmen. Ansonsten hat man auch natürlich übliche Auswahl mit eben Mortar, alles, was man so auch aus dem Spiel kennt, Anti-Aircraft-Platoons mit Anti-Tank 10 natürlich auch jetzt nicht unbedingt weltbewegend. Dann gibt es noch natürlich Wildcards, was auch hier eben bei den Japanern durchaus sinnvoll ist. Natürlich, das muss man mit seinen Mitspielern auch vorher ausmachen, aber rein theoretisch, man hätte hier auch die Möglichkeit, eben bei den Japanern den Tiger mitzunehmen und vermutlich für vernünftiges Spiel würden sie es auch brauchen, auch wenn ein Tiger hier mit 23 Punkten recht teuer ist. Aber man sieht hier eben schon den Unterschied. Wird zwar auch auf die 3+ getroffen und eben Fearless 3+, Rebound 2+, das ist alles eben schon sehr gut. Aber eben mit der Thematik zusammen, dass man hier eben dementsprechend sehr viel höhere Panzerungen hat, als jetzt im Vergleich mit den eigenen Panzern, die die Japaner aufbringen können. Ansonsten gibt es natürlich auch noch ein paar andere Auswahlmöglichkeiten bei den Wildcards, falls man diese eben mitnehmen möchte. Mal schauen, inwieweit wir uns diese im Detail mal anschauen. Weil eben, wie gesagt, das muss man sich eben mit seinem Mitspieler dann ausmachen, ob man sowas überhaupt einsetzt, diese Wildcards oder nicht. Dann im Support typische Sachen wie im Engineer-Platoon, was man eben mitnehmen kann. Auch hier wieder typisch die Pansai-Regel, die wir hier dann haben und eben auch Pioneer, was eine normale Standardregel bei den Ingenieuren ist. Und auch hier wieder typisch für die Japaner der schlechtere 4+ Safe by Defensive Fire, ansonsten Counter-Attack, Last Stand und Assault dementsprechend eben wieder besser und eben das höhere Movement beim Terrain Dash. Und ansonsten eben noch so typischen Zusatz beim Support, den man eben so kennt, eben hier die 75 mm Anti-Aircraft Platoons haben wir vorhin schon gesehen gehabt. Und auch hier haben wir ehrlicherweise gar nicht so wirklich viel dabei, was uns hier irgendwie höheren Anti-Tank beschert im ersten Moment. Ganz interessant ist, dass man hier Observation Post eben auch dabei hat als Infanterie. Macht es mit einem Punkt dementsprechend auch günstiger. Finde ich persönlich ganz interessant, dass man diese Auswahlmöglichkeit hat. Und dann war es das Ganze auch schon und schließt eben wieder ab mit dem Painting Guide. Und damit sind wir eben mit den Japanern durch. Wie gesagt, sind sehr nahkampforientiert und das ist auch das, was mich hier interessieren würde, eben die Möglichkeit, mich schneller zu bewegen als meine Gegenspieler und dann eben dort vielleicht hier und da, weil der Gegner das Ganze falsch einschätzt, dann auch schneller in den Nahkampf zu gelangen oder Nahkämpfe zu schaffen, Angriffsbewegungen, die man sich vielleicht gedacht hätte am Anfang, die gar nicht möglich wären, aber dann doch hinbekommt.
Was haltet ihr von den Japanern? Habt ihr sie angefangen oder überlegt ihr auch, hier vielleicht einzusteigen? Sagt uns das in den Kommentaren und im Verlauf der nächsten Zeit werden wir uns auch noch die anderen Fraktionen hier mit der Zeit anschauen und vielleicht auch dann darauf folgend weiter in die Details zu spezifischen Formationen reingehen.